Mittlerweile muss ich sagen, ich mag den Namen, ich finde den Namen cool, das bin ich bin Erasmus, aber ich bin halt auch Luke. Boom! Hast du es? Yes! Gut. Was geht und ganzes willkommen zu dieser Once Storytime. Heute wieder mit mir. Ich bin der Luke, falls ihr mich nicht kennt, keine Ahnung. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung zu der Story, die ich dir heute erzählen möchte, die ich euch heute erzählen möchte. Ähm, Es geht tatsächlich darum, wie ich zu meinem Namen gekommen bin, warum ich jetzt Luke heiße. Das wurde ich auch schon sehr, sehr oft gefragt von Leuten, die mich länger kennen. By the way, ich heiße eigentlich Erasmus Lippert und jetzt irgendwie Luke Erasmus Lippert, also nicht offiziell, aber es ist wie so ein Spitzname, könnte man sagen. Und wie ich dazu gekommen bin, ich war, ja, was könnte man sagen? Ich war schon immer ein bisschen unzufrieden mit meinem Namen. Also was ist unzufrieden? Er hat mich irgendwie immer gerade in der Schulzeit ein bisschen gestört. Und dann bin ich halt auf Reisen gegangen. Ich habe mich persönlich sehr, sehr weiterentwickelt, würde ich sagen. Und dann, ich habe mir den Namen jetzt nicht selber gegeben oder so, ich habe mir den nicht selber ausgesucht, sondern ich war in Mexiko und ich habe da drei Leute getroffen, also mit mir dann vier, deswegen vier. Und dann bin ich mit denen, die eine war aus England, die waren aber alle erheblich älter als ich. Also ich war zu dem Zeitpunkt 20. Ich glaube, die aus England, also die kam aus London, die war, ich glaube, 34. Dann kam einer aus Griechenland, der war 35 oder 36. Und dann noch einer aus Norwegen, der war, ich glaube, 39. Mega cool, wir waren so auf einer Wellenlänge und wir haben uns durch Zufall getroffen und sind dann, glaube ich, insgesamt 2 Wochen zusammen durch Mexiko gereist. Mega coole Zeit. Und auf jeden Fall, die waren halt erheblich älter als ich. Und der Älteste, der Norweger, der 39-Jährige, Nino hieß er, der hat irgendwann mal aus Spaß zu mir gesagt, weil ich halt so erheblich jünger war, meinte der halt so, Luke, I'm your father. Ne? So, was Darth Vader halt sagt. So meinte der aus Spaß so zu mir. Und dann war ich halt in dieser Gruppe plötzlich Luke. So. Und ja, dann haben wir uns irgendwann getrennt so und dann dachte ich mir einfach so, weißt du, so auf Reisen, gerade wenn du alleine bist, du triffst viele Leute, du stellst dich eigentlich täglich neuen Leuten vor, du lernst täglich neue Leute kennen, sagst ihnen halt auch deinen Namen. Und dann, als wir uns getrennt hatten, war ich halt wieder alleine unterwegs und dann war es halt so, dass ich mir irgendwie gedacht habe, so, ey, ich vermisse den Namen jetzt irgendwie, ich fand den cool und ja, habe dann einfach angefangen, mich hin und wieder als Luke vorzustellen, hin und wieder als Erasmus und irgendwie hat sich das dann weiter etabliert und dann habe ich mich irgendwann auf Reisen nur noch als Luke vorgestellt und als ich dann hier war, dann ich weiß gar nicht, was das war. So, ich hätte auch einfach dann den Namen fallen lassen können und hätte einfach weiter als Erasmus. Aber wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, so, der Name hat mich schon irgendwie mal ein bisschen gestört und ich hatte mich halt extrem weiterentwickelt auf dieser Reise. Und dann habe ich irgendwie diese Weiterentwicklung unterbewusst oder bewusst, ich weiß gar nicht mehr, was es war, mit diesem Namen verknüpft. Und dann war es für mich irgendwie so klar, okay, du bist jetzt Luke. Und dann, als ich auch hier war, bin ich auch von zu Hause ausgezogen und bin da eingezogen, wo ich jetzt wohne, habe ein Studium angefangen, habe extrem viele neue Leute kennengelernt und habe dann einfach mich bei den Leuten einfach weiter als Luke vorgestellt. Zum Beispiel die beiden hier, die haben mich auch einfach als Luke kennengelernt. Und mittlerweile ist es einfach so ein natural thing geworden, dass einfach Leute, die mich nach der Reise kennengelernt haben, für die bin ich Luke. Und Leute, die mich vor der Reise kennen, Schulfreunde, meine Familie oder so, die nennen mich halt Erasmus. So, und also mittlerweile, ich habe gesagt, der Name hat mich immer ein bisschen gestört, also Erasmus. Mittlerweile muss ich sagen, ich mag den Namen, ich finde den Namen cool, das bin ich bin Erasmus, aber ich bin halt auch Luke. Und das ist irgendwie ganz schön, auch wenn man zum Beispiel Leute mich rufen oder andere Leute hören, wie ich gerufen werde, also entweder Luke oder Erasmus,
kann man eigentlich immer sagen, wie lange ich die Person schon kenne. Also entweder halt vor der Reise oder nach der Reise. Und das ist immer ganz witzig. Ja, ich würde gar nicht sagen, was ich daraus gelernt habe oder so. Es ist einfach nur eine Story, wie kann man das sagen, worth telling. Weil ich wurde es auch schon sehr, sehr oft gefragt, weil alle Leute wissen, dass ich auch eigentlich Erasmus heiße. Aber ich wurde es halt schon extrem oft gefragt. Ich habe diese Frage schon bestimmt 30 Mal bestimmt beantwortet, diese Story erzählt. Vielleicht nicht so ausdehnlich, wie ich es jetzt erzählt habe, aber so die groben Eckpfeiler. Habt ihr eine Idee, was ich als Dings, oder reicht es? Reicht so, ne? So. Ja, ist eine ganz coole Geschichte eigentlich, wie ich zu diesem Namen gekommen bin. Eigentlich auch irgendwie ein bisschen witzig, würde ich sagen. Ja, es ist jetzt ein Teil von mir und ich bin auch stolz drauf. Ich danke dir fürs Zuschauen, wenn dich das interessiert hat, das Thema. Und hier findest du noch 2 Videos von uns, einmal hier. Und hier kannst du uns sehr gerne abonnieren, wird uns sehr helfen. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, schöne Woche, wann auch immer du das gerade guckst. Danke dir und dann